Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ich eine neue Kupplung einbaue, beziehungsweise die komplette Wandlereinheit, die wir aber zuerst zerlegen müssen, um stärkere Kupplungsfedern einzubauen. Außerdem baue ich noch einen neuen Ansaugstutzen ein, aber das ist ja nichts Wildes. Ja, viel Spaß und los geht's! Um an die Kupplung dran zu kommen, müssen wir erstmal den Deckel vom Kickstarter abbauen. Ja, manche Leute nennen ihn auch Variomatic-Deckel oder Deckel von der Antriebseinheit. Ist ja auch egal, wie man den bezeichnet. Auf jeden Fall muss er abgeschraubt werden. Dazu lösen wir die Schrauben und entfernen sie. Und dann nehmen wir den Deckel einfach ab. Jetzt sehen wir die Wandlereinheit und da schrauben wir einfach die Mutter ab. Das machen wir entweder mit einem Schlagschrauber oder einem geeigneten Gegenhaltewerkzeug. Das ist jetzt hier schon passiert. Kann ich euch leider nicht zeigen, ist aber nicht schwer, es muss nur die Mutter abgenommen werden. Ja, meine Kamera hat es leider nicht aufgenommen, weil die ja leider ausgegangen ist. Aber die Gegenhaltewerkzeuge oder auch den Schlagschrauber verlinke ich euch gerne unten in der Beschreibung. Dann ziehen wir einfach die Wandlereinheit von der Welle ab. Und schon haben wir den Wandler demontiert. Ich habe auch eine neue Variomatic verbaut. Eine Sportvariomatic mit 5 Gramm Gewichten. Wir haben 5 Gramm Gewichte gewählt, weil wir noch andere Kupplungsfedern eingebaut haben. Eine Hülse zum Entdrosseln hat der Vorbesitzer wohl schon eingebaut. Da haben wir aber die neue mitgelieferte eingebaut. Und das Ganze hatten wir auch aufgenommen. Dachte ich zumindest. Aber aus irgendeinem Grund hat sich die Kamera ausgeschaltet. Ich weiß nicht warum. Ich habe dann etwas in den Kameraeinstellungen rumgespielt. Und jetzt sollte sie auch nicht mehr ausgehen. Es kommt auch noch ein Video, wo wir die ganzen Komponenten aufeinander abstimmen. Da weiß ich nur noch nicht, wann genau das kommen wird. Und gleich bauen wir die Kupplung auseinander, damit wir die Federn einsetzen können. Um die Federn zu wechseln, müssen wir die Kupplung bzw. die Wandlereinheit öffnen. Dazu schrauben wir die Mutter ab. Ich habe jetzt eine 38er Nuss dafür benutzt. Ja, das Abschrauben hat sich ein wenig schwierig gestaltet, aber seht selbst. Weil die Einheit noch nie geöffnet wurde, da es sich um ein Neuteil handelt, habe ich einige Versuche benötigt, um die Mutter aufzukriegen. Mit dem Elektroschlagschrauber war es allerdings ein Kinderspiel, die Mutter zu lösen. In der Wandlereinheit befindet sich eine große Feder, die Gegendruck ausübt. Also passt auf, wenn ihr die Mutter abschraubt, beziehungsweise erschreckt euch nicht, wenn euch die Kupplung entgegenspringt. Jetzt haben wir die Kupplung ausgebaut und können direkt die Federn wechseln. Dafür gibt es extra einen Haken, also ein Hakenwerkzeug. In meinem Fall war das Werkzeug aber zu groß. Rausgekriegt haben wir die Federn damit. Reinbekommen haben wir sie damit aber nicht. Hey, stopp, mal kurz. Ich möchte mal kurz ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Und zwar würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinem Video einen Daumen nach oben da lasst, meinen Kanal abonniert und die Glocke für die Benachrichtigungen aktiviert. So, Schluss jetzt mit der Werbung. Weiter geht's. Zum Einziehen der Federn habe ich dann einfach einen Schnürsenkel benutzt. Man kann auch Paketschnur benutzen oder einen Draht zum Ziehen. Aber achtet darauf, dass ihr euch nicht verletzt. So, jetzt wird die Einheit wieder zusammengebaut.
Einheit zusammendrücken, Mutter wieder draufschrauben und ordentlich festziehen. Jetzt wird die komplette Einheit wieder auf die Welle geschoben. Vorher wird natürlich der Keilriemen aufgesetzt. Wenn alles ordentlich sitzt, wird die Kupplungsglocke draufgeschoben, Mutter drauf und dann wird die Mutter festgezogen. Das kann man natürlich auch mit einem Elektroschlagschrauber machen. Da wir draußen aber keinen Strom hatten, haben wir einfach einen Bandschlüssel benutzt. Wird auch Ölfilterschlüssel genannt, aber ich verlinke euch mal wirklich alle Werkzeuge, die ich benutzt habe, unten in der Beschreibung, also keine Sorge. Zuletzt kommt der Variomatic-Deckel wieder drauf und damit ist die Sache erledigt. Jetzt wechseln wir noch kurz den Ansaugstutzen. Zur Demontage des Stutzens lösen wir die zwei Muttern und die Schelle. Der neue Stutzen wird wieder eingesetzt und am Vergaser befestigt. Wenn alles gut sitzt, dann wird die Schelle wieder festgezogen und die zwei Muttern werden wieder aufgedreht und festgezogen. Ja, und schon ist der Ansaugstutzen gewechselt. Das ist keine komplizierte Sache, ist auch nicht schwer. Das kann eigentlich jeder. Man muss sich halt nur daran wagen. Ja, das war's auch schon. Das Video ist jetzt zu Ende. Im nächsten Video zeige ich euch, wie man an dem Snen-Roller das Getriebeöl wechselt. Vielleicht kommt aber auch ein Kymco-Video, weil da auch noch ordentlich was dran zu machen ist. Naja, auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das Video ein wenig gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, drückt die Glocke, bla, dies, das, ihr wisst doch Bescheid. Okay, ich verabschiede mich von euch. Bis zum nächsten Video. Wir sehen uns. Und in diesem Sinne...